Herzlich willkommen zur ersten Folge von Digital Discourse. Heute sprechen wir über Bots. Genauer gesagt geht es um Social Bots, Fake-Profile, die in den sozialen Medien eingesetzt werden, um Fehlinformationen zu verbreiten und Nutzer und Nutzerinnen zu täuschen. Aber mal von vorne. Was genau sind eigentlich Bots? Die meisten von uns kennen Bots wahrscheinlich als Chatbots. Zum Beispiel, wenn wir Kontakt mit einem Online-Shop bezüglich eines Produkts oder einer Reklamation aufnehmen wollen. Derartige Interaktionen sind zumindest heute oftmals noch etwas frustrierend, aber im Zweifelsfall harmlos. Bots haben jedoch auch eine dunkle Seite. So nennt das Auswärtige Amt Bots in einem Zug mit Deepfakes, Trollfabriken und anderen Technologien, die zum Einsatz gezielter Desinformationskampagnen herangezogen werden. Der breiten Öffentlichkeit wurden Bots vor allem im US-Wahlkampf 2016 bekannt. Damals kam der Verdacht auf, dass Bots im Auftrag der russischen Regierung eingesetzt wurden, um die Kampagne des späteren Wahlsiegers Donald Trump zu unterstützen. Dabei sollte die zu dem Zeitpunkt bereits tief zerrissene amerikanische Gesellschaft noch tiefer gespalten werden. US-Wahlen sind jedoch nicht der einzige Kontext, in dem Bots aktiv sind. Forscherteams haben Bot-Aktivitäten weltweit in nahezu allen wichtigen politischen Ereignissen nachgewiesen. Dazu gehören unter anderem die deutsche Bundestagswahl, die Corona-Pandemie, das Brexit-Referendum oder auch der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Schätzungen zufolge machen Bots in den Hochphasen politischer Debatten ganze 5-15% aller aktiven Social-Media-Accounts aus. Durch die hohe Frequenz, mit der Bots dabei Inhalte produzieren und teilen, sind sie zudem für einen überproportionalen Anteil an Content-Flow verantwortlich. Abschließend lässt sich also sagen, dass Bots zu einem festen Bestandteil gesellschaftlicher Online-Debatten geworden sind. Aber wie genau arbeiten Bots eigentlich? Je nachdem, wie komplex oder schlau Bots programmiert sind, können sie ganz unterschiedliches Verhalten zeigen. So belassen es manche Bots dabei, bestimmten Personen oder auch anderen Bots zu folgen, um so deren Followerzahl zu erhöhen. Dadurch können Accounts auf Außenstehende glaubwürdiger und relevanter erscheinen. In der Forschung spricht man hierbei vom sogenannten Mitläufer- oder Bandwagon-Effekt. Außerdem können sich Bots durch das Verbinden mit Nutzerinnen und Nutzern in deren Netzwerke einschleichen. Dabei machen sie sich verschiedene Plattformalgorithmen zunutze, wie beispielsweise dem sogenannten People-You-May-Know-Algorithmus. Dieser Algorithmus schlägt Usern Personen aus den Netzwerken von Freunden vor. Bots erhalten somit leichteren Zugang auf die Freundeslisten ihrer Opfer. Andersherum werden Usern natürlich auch weitere Fake-Accounts aus dem Netzwerk eines Bots vorgeschlagen. Man fällt somit in den Hasenbau eines Bot-Netzwerks. Ausgefeilte Bots können eigenständig Inhalte liken, teilen, kommentieren und produzieren. Um nicht enttarnt zu werden, können besonders schlaue Bots ihre Aktivitäten dabei sogar an die Tages- und Nachtrhythmen ihrer Zielgruppen anpassen. Durch das Produzieren und Verbreiten von Inhalten können Bots den Anschein erwecken, dass bestimmte politische Ideen einen stärkeren Rückhalt in der Gesellschaft genießen, als es tatsächlich der Fall ist. Wie kann man als User aber nun eigentlich einen Bot erkennen? Darüber habe ich mit Dr. Magdalena Wischnewski gesprochen. Magdalena forscht an der Universität Duisburg-Essen am Fachbereich Sozialpsychologie zum Thema Medien und Kommunikation. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit der Frage, wie gut Menschen eigentlich darin sind, Bots in den sozialen Medien zu erkennen. Also was wir bei uns beobachtet haben, dass häufig Bot-Profile, zumindest die Profile, die wir glauben, dass wir Bots sind, weil am Ende wussten wir es auch nicht immer zu 100%. Die haben zum Beispiel kein Profilbild. Die haben irgendwie so ein generisches Bild oder irgendwie ein Comic oder manchmal auch einfach gar kein Bild. Das ist jetzt auch so eine Geschichte, die ändert sich wahrscheinlich sehr mit generativer KI, weil so Bilder lassen sich ja jetzt einfach total schnell und einfach automatisiert erstellen. Häufig sind es auch irgendwelche Namen, die es gar nicht so gibt. Da sind irgendwelche Zahlen im Namen. Da merkt man schon so, oh, hier geht es gar nicht um eine Person. Das ist irgendwie was, so dieser automatisierte Name, den man manchmal bekommt. Und was man sich auch manchmal angucken kann, das ist vor allem bei X spielt das eine Rolle, wie viele Follower haben die und wie viele Leuten folgen die. Viele Bots-Accounts, die folgen ganz vielen Leuten, die haben aber gar nicht so viele Follower. Also Menschen können das eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Meistens hat man das dann doch irgendwie ganz gut im Schniff, dass sich das anders verhält als so, was man so sonst sieht. Und dass da zum Beispiel ein Profil ist, was einfach nur Nachrichten von einer Seite die ganze Zeit teilt, in so einem Minutentakt. Oder eine bestimmte politische Richtung einfach nur geteilt wird. Jetzt kommt aber der Haken.
Vor allem, das haben wir bei uns beobachtet, wenn es so um politische Themen geht oder polarisierende Themen, dann sind wir ziemlich gut da drin, Bots zu erkennen, wenn sie nicht unserer Meinung entsprechen. Dann sind wir nämlich wahrscheinlich sowieso so ein bisschen auf der Hut und sind so ein bisschen kritischer. Wenn aber so ein Social Account, so ein automatisierter Account was teilt, was uns gefällt, dann lassen wir so ein bisschen die Vorsicht schleifen und sind so ein bisschen eher dazu geneigt zu sagen, ja, ob das jetzt automatisiert ist oder nicht, ist mir vielleicht auch nicht so wichtig. So eine kognitive Verzerrung könnte man das nennen. Den Effekt der kognitiven Verzerrung, den Magdalena hier beschreibt, besagt, dass Menschen eher dazu neigen, Bots zu übersehen, wenn diese ihrer eigenen politischen Einstellungen entsprechen. Auch in einer unserer eigenen Studien baten wir US-amerikanische Versuchspersonen, sich verschiedene X-Profile anzusehen und jeweils zu entscheiden, ob es sich dabei um einen Bot oder um einen Menschen handelt. In Übereinstimmung mit Magdalenas Beschreibung zeigten unsere Daten, dass die Versuchspersonen Bots eher für Menschen hielten, wenn die Profile ihren eigenen politischen Überzeugungen entsprachen. Interessanterweise zeigte sich der gleiche Effekt auch umgekehrt. So hielten die Versuchspersonen menschliche Profile eher für Bots, wenn sie entgegengesetzte Einstellungen vertraten. Wie lässt sich dieses Problem nun lösen? Was unsere Daten zeigen, ist, dass kognitive Verzerrungseffekte nicht erst dann beginnen, wenn wir als User in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Sie beeinflussen bereits unser allgemeines Problembewusstsein gegenüber Bots. In unserer Studie haben wir unseren Versuchspersonen nämlich nicht nur verschiedene X-Profile zur Bewertung vorgelegt, wir haben sie auch gefragt, was sie glauben, welche Ziele Bots im Allgemeinen verfolgen und welche Nutzergruppen am verwundbarsten für Bots sind. Was glaubt ihr, waren die Ergebnisse? Ganz genau, sowohl Demokraten als auch Republikaner sahen Bots in erster Linie als Problem ihrer politischen Mitstreiter an. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, ob ihr es nicht auch schon mal mit einem Bot zu tun gehabt habt. Die Chancen dafür stehen jedenfalls nicht schlecht. Damit ihr, wenn ihr euch einmal nicht sicher seid, ob ihr es vielleicht mit einem Bot zu tun habt, ein paar Anhaltspunkte habt, hat Ann-Kathrin am Ende der Sendung noch eine kurze Checkliste für euch. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge von Digital Discourse. Um Bots auf Social Media von echten Usern zu unterscheiden, könnt ihr euch grob an diesen Anhaltspunkten orientieren. Content- und Darstellungsform, Verhalten und deren Profilcharakteristika. Beim geposteten Content könnt ihr darauf achten, ob die Accounts andauernd kommerzielle und werbende Inhalte veröffentlichen, also häufig Websites oder andere Accounts verlinken, oder generell Postings tätigen, bei denen man keine privaten Bilder sieht, also mal ein Selfie oder ähnliches. Oft teilen mehrere Bots auch exakt dieselben Posts zur exakt selben Zeit, weil sie eben genau dazu programmiert wurden. Außerdem lassen sich Bot-Accounts auch an ihrer häufig schlechten Grammatik und fehlerhaftem Satzbau erkennen. Das Verhalten von Bots im Vergleich zu echten Accounts zeichnet sich durch repetitives Posten vom selben Inhalt immer und immer wieder aus. Dazu zählt sowohl origineller Content der jeweiligen Accounts, aber auch solche, die ausschließlich Reposts veröffentlichen und keinen eigenen Inhalt posten. Die Inhalte sind in dieser riesigen Anzahl an Posts immer dieselben oder betreffen eben dasselbe Thema. Außerdem ist es ein auffälliges Merkmal für Bots, wenn es unzählig viele Posts innerhalb kürzester Zeit gibt, wie bereits Magdalena erläutert hat. Die Bot-Profile unterscheiden sich auch meist anhand des Profilbilds oder dem Accountname von echten Accounts. Häufig ist der Accountname nur eine Aneinanderreihung zufälliger Zeichen oder stimmt nicht mit dem angegebenen Namen oder dem präsentierten Gender auf dem Profilbild ein. Zudem ist die Follower zu gefolgten Personenratio ein guter Indikator. Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch euer Bauchgefühl. Oft kann man gar nicht klar herausdeuten, was einem an dem Profil jetzt suspekt vorkommt und hat einfach nur so ein Gefühl, da steckt keine echte Person dahinter. In den meisten Fällen könnt ihr diesem Gefühl auch trauen. In Studien zu Mustern zur Bot-Erkennung wird bestätigt, dass wir gar nicht so schlecht darin sind, Bots zu erkennen.